Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lake. Hier sind... wo sind die denn jetzt alle? Ja, hier habe ich letztens die Folge beendet und jetzt sind hier alle weg. Das ist ja interessant. Sogar der Wagen ist weg. Okay. Ich hoffe, dass hier aber noch alles funktioniert soweit. Wir hatten sehr eins gedreht. Ja. Wird schon alles funktionieren. Ich gucke mal auf die Karte. Fahren wir mal nach rechts. Das Paket da ausliefern. Heute ist der 30. Bin gespannt, was heute Abend passieren wird. Ah, ein Deiner. Okay. Paket, ja. Was ist denn das hier für eine Straße? Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Lakewood? Ich weiß es nicht. Meckert er, wenn es falsch ist? Wir werden es gleich sehen. Ah, da steht es ja unten. Ach Gott. Entschuldigung. Ja, 500 Lakewood, stimmt. Hi there, ladies. Hi, Thomas. Hello, Thomas. So. Stimmt, das ist schön hier, ne? Ist alles schon geschmückt. Ihr habt es aber gemütlich hier. Well, this looks cozy. It is. You just dropped in at the good part. Der gute Teil, das ist mein Lieblingsteil. Oh, the good part? That's my favorite part. Well, I actually really need to get moving with the New Year's party coming up. Okay, so before I leave, we had this awesome girls' night yesterday thanks to Beth. It was hilarious. When I first saw where we were going, my brain went, oh my god. And when the guy showed us what we were going to do, my brain went, oh my god! And when we started, it was so yuck, but also so cool, you know? I've never done anything like that before, and I love that I got a chance to find out. But then again, I doubt that I will ever try it again. Ah, yes, the girls' night. Was haben die gemacht? Was habt ihr denn gemacht? What did you end up doing? Ja, das will ich auch wissen. We made haggis. Ja. Gesundheit. Oh, Gesundheit. I said haggis. It's a Scottish dish made from a sheep's liver, lungs, heart, and suet, all stuffed into a sheep's stomach. It's this fascinating traditional gourmet staple stemming from the 15th century. Would you believe? Poems have been written about it. Also, ganz ehrlich, Leute, das klingt echt eklig. That sounds disgusting. I'm glad we mostly had processed foods at poker night. Genau. Well, Fast Food I ist viel say, besser. Thomas, don't be a Philistine. It was so gross. I'll have nightmares about zombie sheep for weeks. Bleh. Okay, hate to leave you two, but I really have to sort out this delivery ASAP. Maureen will go bananas. Talk soon. Thanks again for the great evening, Beth. Bye. Bye, Kay. Well, now, I really should get back to the grind as well. Those New Year's prize reductions aren't going to fix themselves. Warte mal kurz, Beth. Ich will was mit dir besprechen. Wait up, Beth. I want to talk to you about something. Oh? What's on your mind? Also, es geht um Samstag und diese ganze Paketsituation. It's about Saturday and the whole parcel situation. I told you I simply wanted to get that parcel out to Daniel as soon as possible, since we didn't get to exchange gifts over Christmas this year. It's nothing, really. Now, if that's all, I really need to get back to the bookstore. Ich will nur sicher sein, dass wirklich alles in Ordnung ist, Beth. I don't mean to pry. I just want to make sure everything's good. What do you mean? Irgendwas fühlt sich komisch an. Standing outside in the cold with a parcel like that, it feels off to Ich me. weiß gar nicht, was komisch daran ist. Okay, you've got me. Can we sit down here for a bit? Was ist denn daran komisch? Heavens, I do feel a bit caught out. But I have to admit, it does warm my heart to know that I cannot fool my friends. Well, out with it, Beth. You see, it's my eyes, Thomas. I have glaucoma, which means my optic nerve is deteriorating.
I found out a few months ago. Warum guckt die denn weg, während die mit uns redet? Das ist jetzt ein bisschen komisch. Privates Gespräch und sie guckt da irgendwo hin. Okay. Ach, Beth, das ist echt schrecklich. Oh my gosh, Beth. That's terrible. Thank you. It was a bit of a shock at first. I haven't told Emily yet. Daniel knows. It's not that bad yet, but it's not getting any better either. The thing is, this kind of condition happens slowly. And I haven't been the fastest in getting it treated, but they can stabilize it. That's why I wasn't able to fix the parcel on my own last Saturday. And that's why I'm starting to miss a few details here and there when I'm in the store. Or asking for peas instead of beans at Christmas dinner with all of my friends of all places. So. Jetzt fällt es mir auch auf. Okay, aber gibt es irgendwas, was wir für dich tun können, um dir zu helfen? I had no idea. Is there anything we can do to help? It's sweet of you, but there is no need to treat me any differently. I've been going about my business as usual, first and foremost, because the deterioration is so gradual. Until I couldn't really do the little things anymore. Things like reading small print are getting difficult, which was a painful thing to accept at first. Working in the bookstore is starting to give me more issues than I'd like. Getting older. It's a strange thing, isn't it? It's like that Robert Frost poem. The afternoon knows what the morning never suspected. Doesn't mean I wouldn't mind taking a little nap in between from time to time, though. Also, ich glaube, ihr Sehnerv muss ganz schön krass schon geschädigt sein, wenn sie denkt, wir würden hier stehen. Ich weiß nicht. Okay. Okay, ist das vielleicht der wahre Grund, warum du nach Georgia ziehst? Is this why you're really leaving for Georgia? I mean, will you be able to take care of yourself in the long run? It is a big part of why I'm leaving, yes. But at the same time, it isn't. Wie meinst du das? How's that? What I'm trying to say is, when you really look at it, in the end, it's not all bad. You see, every limit is a beginning as well as an ending, as T.S. Eliot puts it. For me, there's really no use dwelling too much on that limit. I can't change it anymore at this point anyway. But I do have a choice in how to deal with it. Plus, Georgia has a lot to offer: museums, social clubs, and most importantly, my family. If you look at it like that, getting older may still feel like a cursed time, surely, but I also see each new year as a gift. An opportunity to start new adventures, explore, and have more fun. You can't take something like that for granted. Okay, ganz ehrlich, die Einstellung gefällt mir. I like that mindset. I had a feeling you'd understand. Hey, I'd make a pretty poor friend if I didn't. Well, I guess I really should be going now. Thank you once again, Thomas. I do feel better now that it's out. You're a good friend. Weißt du was? Ich danke dir, Beth. No, thank you, Beth. Bye now. Tschö. Tschö mit Ö. Okay. Gut, das war gerade ein bisschen cringe. Total privates Thema und sie guckt bugmäßig. Ich nehme mal an, es war ein Bug. Das sollte wahrscheinlich so nicht sein. Die ganze Zeit zur Seite. Naja. Gut. Hat dennoch ein schönes, ehrliches Gespräch unter Freunden. Und sehr viel Weisheit mit drin. Bin ja auch jemand, der gerne Zitate benutzt. Deswegen ist mir Beth sehr sympathisch. So. Gut, hier ist gar nichts mehr. Dann... Warte mal, war das jetzt richtig? Nee, es war genau falsch. Warte. Ah, das war auch falsch. Drehen wir uns mal ein bisschen. Nein! Oh mein Gott, ich kann nicht anhalten. Nein! Oh, was macht er denn? Ja, da war wieder zu viel Schwung drin. Ich konnte nicht anhalten. Also ich versuchte dann mit W wieder nach vorne zu fahren, ging aber nicht. Ist leider mit dem Schwung weiter zurückgefahren. Wie machen wir das jetzt? Da sind 2 Briefe noch weiter außen und dann in unserer Stadt. Dann würde ich erstmal die außen nehmen, denke ich.
Weil wir am Ende eh in unsere Stadt zurückfahren müssen. Mensch, so viel los hier auf den Straßen. Ich bin wirklich gespannt jetzt auf den heutigen Abend und ob das jetzt quasi das letzte ist. Also ob dann damit auch Ende ist oder ob es danach weitergeht. Ich bin sehr gespannt. Aber eigentlich müsste ja noch die Tochter kommen, oder? Damit das dann quasi so ins Hauptspiel übergeht. Ich weiß es nicht. Vielleicht auch nicht. Nee, mach ich gerade wieder was falsch. Es ist der da. Oh, schön. Oh, ich liebe so eine Schaukeln total. Die so aufgehangen sind. Also hier solche Hollywood-Schaukeln mit aufhängen. Oh. Nanu? Oh, Thomas, hello there. Could you be a sweetheart and bring that over to me? Katze. Of course. Oh, careful now. Robert cleared most of the snow, but it's still a bit slippery. Thank you so much. If only I still had the balance and agility of my feline friends. Oh, and good day to you, of course. Ja. Ja, hallo Mildred und Katze. Was, Mortimer? Wenn das nicht Mortimers Stimme ist? Ach, er weiß nicht, wer es ist, ne? Ob Genevieve oder Mortimer. Ja, schönen guten Tag, Mildred und Genevieve. Good day to you too, Mildred. And Genevieve. Thomas, honestly, Verdammt. this isn't Genevieve. It's Mortimer. Verdammt. They look nothing alike. Isn't that right, Mortimer? Oh, pardon me. I can't quite keep track of all your cats. Well, I do have a lot of them, but not quite as many as there are streets in Providence Oaks, and you can keep those apart. So, what do you have for me today, Thomas? Just a letter. Let's see. This sounds interesting. Apparently, I need to make a few copies of this letter, and if you send this letter along with $5 to the first 6 people on this list, your name will be added to the bottom. Soon enough, your name will rise to the top. Then many people will send you $5. You will earn lots of money Gott, with das ist one doof. small investment. Oh, what a great idea! What do you think, Mortimer? Ist total bescheuert. Oh Gott. Mildred. Das ist doch ein klassischer Kettenbriefbetrug. Mildred, that's a classic chain letter scam. Don't fall for it. No one ever got rich off of one of those. Well, except for the post office. Are you sure, Thomas? They make it sound so easy. Vertrau mir, Mildred. Trust me on this, Mildred. If you've seen one pyramid scheme, you've seen them all. $30 is quite a bit of money. I'll think about it. You do that, Mildred. See you at Moe's tomorrow night? Probably. Bye, dear. Wieso sieht man die Katze nicht? Aber der Katzenbriefkasten ist auch voll niedlich. Schön. So, hier der letzte Brief. Und dann zurück in die Stadt. Und da gibt es auch noch ein paar Sachen auszutragen. Der da hinten, glaube ich. Ja. Erstmal Brille aussetzen. So, auf nach Haus.
Schade, dass jetzt da die Katzen nicht im Garten am Rumstreunern waren. Das wäre auch süß gewesen. Nein. Man kann ja nicht alles haben. Wie gesagt, immer noch ein bisschen wenig Leben hier. Sehr viel schöne Natur, aber sehr wenig Leben. So, die letzte kleine Tour für heute. Wo fangen wir denn an? Toll, alles in verschiedene Richtungen. Dann gehe ich mal nach links zuerst, das Paket abgeben. Da ist bestimmt wieder niemand da. West 3rd Street. Ja, das nehmen wir mit. A belated Christmas gift? Maybe. Müsste das hier sein? Ja, da ist wieder niemand da, ne? Nein. Na denn. Bitteschön. Ich hoffe, es klaut keiner. Ich fand das vorhin sehr witzig, ich musste sehr lachen. Ich habe euch gefragt, warum. Als er tatsächlich Gesundheit gesagt hat. Also tatsächlich auf Deutsch. Ich finde es immer wieder ein bisschen witzig, wenn so richtige deutsche Wörter benutzt werden und wie das dann auch im Englischen klingt. Gesundheit. So. Dahin, glaube ich. Fancy handwriting on this one. Haben hier scheinbar sehr viele Leute. Dass hier Autos drin fahren, ist aber echt cool. Aber das sorgt schon sehr zum Leben bei. Huch, Entschuldigung. Hui. Da. Das war der letzte Another Brief für day, heute. done and dusted. So. Feierabend. Und nicht nur Feierabend. Huch, der steht ja immer noch hier. Huch, der hat sich wohl nicht davon erholt, dass ich ihn angeschubst habe. Der wartet jetzt immer noch auf die Polizei. La la la. Ich war's nicht. So. Jetzt aber ab nach Hause. Hey, Thomas, have you seen Jack? Nee. Klar, gestern Abend in meiner Küche. Wer ist Jack? Nö, wie ist es denn mit Morgan gelaufen? Nope, I haven't, Frank. How did it go with Morgan? Didn't happen yet, but I need Jack to pull it off. I'm a sitting duck right now. I'm toast if Morgan suddenly shows up. Meinst du wirklich? Was kann denn schlimmstenfalls passieren? Really? What's the worst that can happen? Good afternoon, gentlemen. Sorry for interrupting your conversation. Mr. Coleman, I see you've managed to be present at the job position you're currently holding. I think it's time you and I had a little chat inside the office. Mr. Morgan, it's so good to see you again. A little chat sounds wonderful. But I'm afraid there's an extremely urgent parcel I have to deliver right now. So stay put, and I'll be back in about 30 minutes. You can stay right here, Frank.
I'm sure Mr. Weiss would be happy to deliver that package for you. Right, Thomas? Ich hab Feierabend. Aber ganz ehrlich, gehen wir doch rüber zu Mo und besprechen das Ganze wie Erwachsene. I've got a better idea. Let's just go to Moe's, have a few beers, and talk it all over like adults. Excuse me, sir? Hi. Hello. I heard you were looking for a guy in a light blue shirt with a mustache to purchase illegal fireworks in the parking lot of the post office? Well, you found him. Illegal fireworks? Who do you think I am? Sir, you don't have to keep your guard up. Frank and Thomas here both know me very well, and I'm sure they won't tell a soul about what you're doing right now. So, what will it be? I've got rockets, Roman candles, fountains, sparklers. I even have barrages that'll give you a fireworks extravaganza that you won't ever forget. I think there must be a misunderstanding here. Please, don't put Mr. Morgan in this position. If people walk by and see this, they might snitch on him and get him into trouble. He could even lose his job over this. Ich find's lustig, dass die alle Schnauzbärte haben. Das ist mir gerade mal so aufgefallen. Wollen Sie nicht lieber reingehen, wo man sie nicht so leicht beobachten kann? Yeah, why don't you go inside so you can do your dealings without all these prying eyes around? I'll tell you what will happen now. I'm going to get in my car, start the engine, drive home, and pretend I did not just spend 3 days in Providence Oaks for absolutely nothing. Sir, if you take a left at the deer statue, you'll eventually pass my barn, and I can fill your trunk there in just 1 minute. Do you have cash on hand? Gentlemen, I'll be back next year. Frank Coleman, your luck will run out one day. I wouldn't bet on it. Tally-ho, Morgan. Wird Morgan glauben, dass es Jack war, der die Feuerwerkskörper angeboten hat? Is Morgan really going to believe Jack was the one offering fireworks? That mustache wasn't very convincing. Doesn't matter. We turned up the heat on him and he chickened out. Thanks, guys. I owe you one. Okay, das war schon bescheuert. Okay, Vice-Residenz, Monday Afternoon. Montagabend, Telefon klingelt. Ja, hallo? Hello? Evening, Thomas. It's Maureen. Oh, hi, Maureen. If you're looking for Emily, she's at the motel right now. I was actually looking for you, Thomas. I don't know what to do with this Nancy situation. I get so worked up just thinking about it. And that usually gets in the way of doing the right thing, you know? I need to talk to someone who's a bit more emotionally detached from the situation. Ich dachte, heute wäre Silvester, aber stimmt, die habe ich ja vorgelesen, ne? 30. Ja, haben noch gar nicht Silvester. Oh. Okay, ich bin nicht sicher, ob ich da der Richtige bin. Na. Warte mal. Wie kann ich dir denn helfen, Maureen? How can I help you, Maureen? Simply put, I don't know if I should give in to that Nancy Carlisle and her overpriced snacks, or tell that woman to take a hike. But then we'll end up with a lackluster New Year's Eve party. Ganz ehrlich, bei einer Party geht es doch darum, mit Leuten, die man mag, eine schöne Zeit zu verbringen. A party is about having a good time with people you like. Who cares if the snacks aren't great? That's what I'd like to think as well. But I just don't like to disappoint people. Die Leute sollten froh sein, dass du überhaupt eine Party schmeißt. Ich verstehe das Problem ehrlich gesagt gar nicht so. Die Gäste werden verstehen, dass du eine Grenze ziehen musst. Ich meine, sie wollte die Snacks haben und muss natürlich auch die Snacks bezahlen. Ich verstehe jetzt gar nicht, was das Problem ist. Warum will sie jetzt die Snacks billiger haben? People should be glad you're throwing a party at all. They can leave if they don't like it. I think you're on to something there, Thomas. I'm not yet totally sure what I'm gonna do, but at least my mind's at ease now. Thanks for lending me your ear and advice. You're a doll. Muss einer sein, um einen anderen zu erkennen? Was? Ach, gern geschehen, Maureen. Nimm's nicht so schwer.
You're welcome, Maureen. Take it easy. Weiß ich nicht, ob wir da jetzt das Richtige geraten haben. Ich verstehe halt das ganze Tohuwabohu nicht um die Snacks. So, wir lesen. Wir lesen. From 1912 to 1948, architecture was an Olympic discipline. Spanish singer Julio Iglesias used to be a professional goalkeeper. When recovering from a career-ending accident, a nurse gave him a guitar so that he could recover the dexterity of his hands. In learning to play, he discovered his musical talent. Oh. Interessant. So, jetzt haben wir aber den 31. Aber gut. Nächste Folge, ne? Na gut. Dann schön, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.